Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In seinem Buch 4000 Wochen. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement hinterfragt. Oliver Burkeman kritisch die traditionellen Methoden des Zeitmanagements und stellt eine tiefgründige Reflexion über den wahren Wert unserer begrenzten Lebenszeit an. Der Titel spielt auf die etwa 4000 Wochen an, die dem Menschen durchschnittlich zur Verfügung stehen. Eine relativ kurze Zeitspanne, die uns oft erst bewusst wird, wenn wir uns auf einer tieferen Ebene damit auseinandersetzen. Während sich klassische Zeitmanagement-Methoden darauf konzentrieren, Effizienz zu steigern und möglichst viele Aufgaben in kurzer Zeit zu erledigen, argumentiert Burkeman, dass genau dies die eigentliche Ursache vieler unserer Unzufriedenheiten und unseres Stresses sein könnte. Streben nach ständiger Produktivität führe schließlich nicht zu einem erfüllten Leben, sondern oft zu Frustration und dem Gefühl, niemals genug zu erreichen. Mit viel Humor, klugen Einblicken und praxisnahen Beispielen lädt Burkeman den Leser dazu ein, sich der Endlichkeit des Lebens bewusst zu werden und sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, was wesentlich und sinnvoll ist. Er fordert, unsere bisherigen Überzeugungen im Umgang mit Zeit zu überprüfen und neu zu bewerten, um ein erfüllteres, bedeutungsvolleres Leben zu führen. Dabei zeigt er nicht nur die Grenzen herkömmlicher Zeitmanagementstrategien auf, sondern bietet direkt auch alternative Perspektiven und Denkansätze, wie man mit weniger Stress und mehr Zufriedenheit sowie Präsenz lebt. Ein Buch, das nicht nur praktische Tools liefert, sondern gleichzeitig eine grundlegende philosophische Betrachtung über unseren Umgang mit der eigenen Lebenszeit bietet. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Illusion völliger Kontrolle über Zeit. Oliver Burkeman beginnt seine Betrachtungen mit dem zentralen Gedanken, dass Zeitmanagement traditionell auf der Illusion basiert, Menschen hätten die vollständige Kontrolle über ihre Zeit. Diese Annahme führt dazu, dass wir ständig versuchen, unsere Tage bis ins Detail zu planen und Aufgaben effizient abzuhaken. Tatsächlich aber sind unvorhersehbare Ereignisse und externe Umstände unausweichlich. Die Annahme völliger Kontrolle endet somit regelmäßig in Frustration und Enttäuschung. Burkeman schlägt stattdessen vor, unsere begrenzte Kontrolle zu akzeptieren und Raum für Unvorhergesehenes zu schaffen, was letztlich zu einer entspannteren Lebensführung und größerer Akzeptanz führt. Zweitens. Prioritäten statt Produktivität. Einer der wichtigsten Punkte des Buches ist die Neubewertung von Produktivität. Burkeman betont, dass Produktivität oft mit der bloßen Menge erledigter Aufgaben verwechselt wird und nicht mit der Bedeutung dieser Aufgaben. Er fordert den Leser eindringlich auf, seine Prioritäten kritisch zu prüfen und sich auf wenige wesentliche Aufgaben zu konzentrieren, die wirklich bedeutungsvoll sind. Produktivität bedeutet dann nicht mehr, möglichst viel in kürzester Zeit zu schaffen, sondern sich auf Tätigkeiten zu konzentrieren, die uns persönlich erfüllen und unserem Leben Sinn verleihen. Drittens. Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit und begrenzten Zeit. Die limitierte Dauer unseres Lebens, durchschnittlich etwa 4000 Wochen, führt zu wichtigen Erkenntnis. Wir können niemals alles erleben, erreichen oder erfahren, was die Welt zu bieten hat. Statt diese Tatsache als belastend zu empfinden, ermutigt Burkeman die Leser, sich der Endlichkeit bewusst zu stellen und sie als Anstoß zu nutzen, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Indem man die eigene Begrenztheit akzeptiert und aufhört, gegen sie anzukämpfen, entsteht Raum für Klarheit, Gelassenheit und tiefere Zufriedenheit im Alltag. Viertens. Achtsamkeit und das bewusste Erleben der Gegenwart. Ein weiterer zentraler Baustein. Burkemans Argumentation ist die Bedeutung von Achtsamkeit im Umgang mit unserer begrenzten Zeit. Er hebt hervor, dass nur wer lernt, bewusst im Hier und Jetzt zu leben, das Leben tatsächlich genießen und Wertvolles wirklich erleben kann. Die allgegenwärtige Ablenkung durch digitale Medien, ständige Erreichbarkeit und Multitasking hindere die Menschen daran, die eigene Zeit in ihrer ganzen Fülle zu erfassen und zu genießen. Durch bewusste Übung im achtsamen Erleben der Gegenwart lässt sich jedoch die Lebensqualität nachhaltig verbessern. Schließlich
Die Befreiung von unrealistischen Erwartungen. Berkman argumentiert, dass viele Menschen unter ständigem Stress leiden, weil ihre Erwartungen unrealistisch hoch sind. Beruflich, privat sowie in Bezug auf Selbstoptimierung. Der Versuch, allen Erwartungen gerecht zu werden und gleichzeitig alle Chancen wahrzunehmen, führt zu Überforderung und ständiger Unzufriedenheit. Die Lösung laut dem Autor besteht darin, realistische Erwartungen zu setzen, klare Grenzen zu akzeptieren und bewusst zu entscheiden, auf einige Dinge zu verzichten. Dies führe letztendlich zu Entspannung, echter Zufriedenheit und innerer Freiheit, weil man sich nicht permanent damit überfordert, alles erreichen zu müssen. Zusammenfassend: 4000 Wochen. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement, richtet sich an Menschen, die nach tieferer Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit in ihrem Leben suchen. Besonders profitabel ist das Buch für alle, die sich ständig gestresst fühlen und bisher keinen Erfolg mit klassischen Zeitmanagement-Strategien hatten. Es stellt die herrschenden Paradigmen des Zeitmanagements konsequent in Frage und bietet stattdessen einen alternativen, realistischen Ansatz, die Zeit neu zu entdecken und wertzuschätzen. Die philosophische Tiefe und die pragmatischen Alternativen. Berkmans helfen Lesern, ihre Zeit bewusster zu erleben und innerlich zu wachsen, statt ständig unter Zeitdruck und mangelnder Selbstzufriedenheit zu leiden. Im Gegensatz zu vielen anderen Büchern über Zeitmanagement bietet dieses Werk eine ganzheitliche, tiefgründige Betrachtung von Zeit und menschlicher Existenz. Anstelle von schnellen Tricks und oberflächlichen Lösungen bringt Berkman Leser dazu, sich ernsthaft und ehrlich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen. Der einzigartige Ansatz Berkmans, Prioritäten neu zu definieren, Endlichkeit des Lebens zu akzeptieren und bewusste Entscheidungen zu treffen, verbessert nachweislich die Lebensqualität nachhaltig. Dieses Buch ist nicht nur praktisch hilfreich, sondern auch geistig und emotional bereichernd. Es ist ein essentielles Werk für jeden, der die eigene Zeit bewusster, weiser und erfüllender gestalten möchte. Wenn Sie unterstützen möchten, Oliver Berkman, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.